Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem Zweitkanal, heute wieder mal mit einer Reaction. Und zwar reagieren wir heute auf ein sehr interessantes Video, denn wir reagieren auf das Video How Bad is Cheating in Call of Duty von CapsLocked. Das Video haben mir einige von euch empfohlen, da geht es wie gesagt so ein bisschen um das Thema Cheaten plus, ja, wie man die Cheats verstecken kann und wie einfach es ist, das Ganze zu verstecken. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein in die Reaction. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Let's go. Das Ganze ist auch ein englisches Video, muss ich dazu sagen, aber ich werde versuchen, so ein bisschen das Ganze zu übersetzen. So, hat auch direkt gesagt, im ersten Clip, man sieht hier sogar eine Monitor-Cam. Also eigentlich sollte man ja dann quasi auch Sachen sehen, wenn dann zum Beispiel Wallhacks oder so am Start sind, dass man das hier sieht, aber hier, man sieht halt einfach wirklich gar nichts. What's going on, gamers? Your dad's favorite streamer here, CapsLocked, back with yet another video, and it's a big one. We're going to talk about how people are cheating in Call of Duty and Warzone and how they look like completely legitimate players. In dem Video soll es auf jeden Fall, wie ihr schon sagt, so ein bisschen darum gehen, wie Leute cheaten und wie einfach es ist, das zu verstecken, habe ich ja auch eben schon gesagt. Aber ja, ich würde sagen, wir gucken einfach ein bisschen rein. Nein. Was sehe ich hier? Ich vermisse Verdansk, das muss ich schon sagen, aber wenn man sich so wirklich zurückerinnert, hatten wir auch schon große Cheater-Probleme. Das war auch ein bisschen bodenlos, aber ich vermisse es trotzdem irgendwie, auch wenn es... Cheaters like Mr. Magic Pants here were what you would call a rage hacker, and Call of Duty players of any skill level could easily diese Magnetic Bullets, diese ganzen Cheater damals auf Verdansk, das war schon bodenlos. Alleine wenn ich hier so dieses Gameplay sehe, diese Downtown the Tower, das ist schon... Anti-Cheat? And they've done that by tuning their cheats to appear more like a legitimate player, but while still having all the advantages that their cheats have to offer. Cheaters just don't rage hack anymore, and cheat developers even suggest that they don't do it. Also, man muss auf jeden Fall sagen, Cheater, es gibt immer noch sehr, sehr viel. Also es gibt noch ein großes Cheater-Problem, das haben wir jetzt auch die letzten Tage speziell in Rank gesehen. Aber ich glaube so ein bisschen, die Leute passen sich an. Ich denke, viele Leute testen es einfach einmal aus, um halt wirklich komplett rein zu cheaten, das sieht man auch oft, aber die werden in der Regel eigentlich relativ schnell gebannt. Many cheat developers even offer an in-depth guide of how to set their cheats up to look like completely legitimate players. Because of this, the player base at large is under a false impression that cheating has gotten much better. That's not true. I know this to be completely false, and I had to find a way to prove it. To do this, I did something that I would have never seen myself. Alleine, wenn man hier sieht, 50.000 Accounts wurden gebannt. Das ist halt, das ist insane. Okay, Caps sagt hier, er hat was gemacht, was er eigentlich nicht so oft macht. Und zwar hat er sich quasi zusammengesetzt mit einem Cheater, der schon wirklich lange cheatet. Also der kennt sich aus mit Cheats, weiß, wie das läuft. Und Caps hat sich dazu entschlossen, halt ein Video mit ihm zu machen, beziehungsweise einfach zu zeigen mit ihm, wie das funktioniert. Bodenlos. Dass das so einfach immer noch funktioniert. Call of Duty is completely infested and the anti-cheat isn't able to stop it. I do ask, after seeing what I'm about to show you, that you absolutely do not go and harass streamers, competitive players, or Call of Duty staff online. I do, however, ask that we hold Call of Duty and its studios accountable as a collective and demand for a real working anti-cheat, because at the end of the day, that's the only true solution to this problem. Okay, er sagt auch, die einzige richtige Lösung für dieses ganze Problem ist, wenn Call of Duty wirklich auch ein richtiges Anti-Cheat entwickelt. Okay, man sieht's hier. Der Mann hat einen USB-Stick mit den Cheats, die er ganz einfach an seinem PC anschließt und quasi auch nicht mal direkt irgendwas runter direkt auf dem PC laden muss. Das ist halt das Ding. Er sagt hier nochmal, die ganzen Sachen sind nicht auf dem PC, sondern wirklich nur auf dem USB-Stick. You're gonna get shadowed
but you get your account back within 7 days. I've been using that for a long time. Everybody that gets shadowed saying, oh, I just got my account back, means I'm not cheating. Okay, das heißt, er cheatet offensichtlich mit diesem Account, wird aber geshadowbannt. Muss dann allerdings natürlich so ein bisschen warten anscheinend, also ist logischerweise, er kann ja dann nicht spielen mit dem Shadowban-Account, bekommt den aber dann wieder. Also er cheatet, wird quasi detected, bekommt aber seinen Account einfach wieder und kann danach wieder spielen. Deswegen wird er wahrscheinlich auch mehrere Accounts haben. Insane. And they boot completely from this external device. This makes it much easier to pass a PC check if they're ever found out. Cheat developers even have tutorials on how to fully No way. Es gibt einfach eine komplette Anleitung, wie man safe cheatet, dass man nicht, pass a PC check if a cheater is dass man, also bei manchen Tourneys, bei manchen Wagers ist es ja oft so, dass Leute quasi ein bisschen sus sind und deswegen natürlich die Admins sagen, okay, wir machen jetzt mal einen PC-Check, gucken die ganzen Sachen durch, was du angeschlossen hast, was da irgendwie war. Und das ist anscheinend wirklich eine Anleitung, wie man das sogar, wenn alles gut läuft, auch nochmal ever called out. umgehen kann, was halt insane Okay, ist. so once in the game, press 7, add menu, pretty standard add menu. ESP, loot, radar, Aimbot. Everything about to make it look. Okay, man sieht es hier unter der Facecam, man sieht das Menü, ganz normal hier, dieses ganze Cheat-Menü. Aber hier im Stream, in seinem OBS, ist es quasi einfach nicht. Das ist natürlich auch logisch, weil es ja nicht auf der Szene ist, aber crazy. Even max setting will look pretty close to aim assist. So if you put just legit setting, let's say you go halfway, it's gonna look like aim assist. You're gonna miss bullet, you're gonna get killed by controller. So it just looked pretty legit. Well, same. Okay, er sagt auch, die Settings, die er eingestellt hat, die auf maximal quasi für ihn eingestellt sind nicht so, dass man quasi komplett sieht, dass er Ray checkt, sondern es ist quasi nur so eine verbesserte Aim-Assist-Hilfe, was hier natürlich für ihn zum Beispiel ein Maus-Keyboard-Spieler alleine schon wirklich großer Vorteil sein kann. Maus-Keyboard mit Aim-Assist ist halt bodenlos cheaten. Aber es ist nicht so stark eingestellt, dass er wirklich komplett sass ist. Also natürlich manchmal, wenn man jetzt direkt drauf schaut, vielleicht, aber schon sehr interessant. Ich hoffe, ich mache auch nicht zu oft Pause in dem Video. Ich lasse, glaube ich, jetzt mal ein bisschen laufen. Nicht, dass irgendwie das Video eine halbe Stunde geht und ich die ganze Zeit Pause mache. Just a pretty basic hack software. So one way to do it, you put your stick figures and your ESD basically super pale, transparency all the way up. Even for me, it's hard to see. So when I look through a wall like that, you guys can probably not see it. But I have walls on right now. Warte, was? Er sagt, er hat Walls? Aber man sieht's nicht, warte mal. And due to this, many tournaments require players to use a monitor cam to prove they're not using wall hacks. Unfortunately, this isn't effective either because as you can see, when tuned right with the right transparency, even wall hacks or 2D radar are impossible to see and they can be turned off with the Na, man sieht's ganz leicht, man hat's ganz leicht gesehen. button. And for those that don't know, 2D radar is just an active radar on your mini Ah. Nein, man sieht einfach die Spieler oben. It's like a UAV, but it's always up. And as you can see, that means monitor cams aren't even effective to prove someone isn't using these cheats. Ist das geisteskrank. And the cheat developers even offer suggestions on how to set these up too. Even aimbot settings, when tuned correctly, look exactly like aim assist if used in this way. And you would never notice the difference in a kill cam or by spectating. Also, I want to show how people. Okay, also er hat quasi in seiner normalen Kamera oben, also die Facecam, die quasi die Monitorcam ist, um zu proven, dass er nicht Wallhack dran hat er quasi einfach so eingestellt von den Farbsettings, dass es nicht sichtbar ist, dass er diese Wallhacks anhat, dass die Farbe quasi so gespiegelt ist. Ach, crazy. Das ist wirklich insane. I know there's people using crazy settings that's gonna snap on people. I'm not really targeting those people. I just want to show how people that want to look legit, the streamer, TikTok, whatever they're doing. I want to show how those guys
do it to make it look like it's aim assist. So basically everybody know how aimbot work. We got an FOV, little circle in the middle. I don't know if we can see it there. So basically everything in the middle of this circle, little circle will register on target. So all I have to do is go in my aimbot settings, smoothness, I'll go right in the middle, stickiness right in the middle, show FOV, just so I was able Okay, er stellt sein Aimbot quasi einfach nur so ein, dass es legit aussieht, dass es nicht zu auffällig ist. Now is that everything in this circle will have aimbot, but my aimbot is set so smooth that when I go on target, it's gonna move slowly on target, and then I'm gonna lock on them. I'm not gonna have some crazy snap on people like that. It's not a thing. Nobody's using this. When you see people doing this, the streamer or whatever, they shoot and then they snap on something else, they're fucking with you. It's not a thing. And okay, er sagt quasi, dass Leute, die so extrem snappen, einfach baiten. Also es gibt natürlich viele Maus-Keyboard-Spieler, die natürlich auch diese extrem starken und schnellen Flicks haben, wo Leute sagen, okay, das ist nicht möglich, der hat auf irgendjemanden gelockt und das ist Cheaten. Das sieht man ja bei Symphony, ich glaube, Beancube auch einige Sus-Clips, wo man halt auch weiß, dass die Leute eigentlich nicht cheaten. Und wenn der sagt, okay, wenn Leute das machen, sie machen es einfach nur, um die Leute zu triggern, was halt auch gut funktioniert, weil Leute sehen das und denken, okay, der ist komplett am Cheaten. Aber wenn Leute wirklich cheaten, also viele, die wirklich clever cheaten, machen natürlich sowas nicht, weil es macht auch einfach keinen Sinn. Also sehr interessantes Video bis jetzt, muss ich wirklich sagen. Some people would put it on media, some people would put it on fire, some people would put it on other stuff. I like on fire because every time you shoot, you get this aim assist. Technically aimbot, but you get aim assist. Some people who use sniper a lot or other stuff, they're gonna put it on ADS so they get aimbot first and then they can shoot. Everybody's gonna use either one of those keys. Nobody's gonna use foot pedal, aim lock software, other computer. It's way easier than it looks. Everybody's using small FOV, so you cannot snap on two targets at the same time, and everybody's using a mouse button or either the fire button or ADS and controller. Nobody's using foot pedal, that type of stuff. Okay, so I can show you on targets. When I click, I have the aimbot on. You can see this. It almost looks like aim assist. It's slowing down when I cross the target. Yes, you can have people that's gonna literally snap on it. We're still talking about the people that are trying to make it look like they're not cheating. Those ones are the ones using it. It's barely slowing down. You guys can see my mouse. Man sieht's, er hat so ganz leicht eine Aim Assist mit der Maus, also was eigentlich ja nicht sein sollte. I kind of stick into it. I can even feel the recoil. Like I still have to adjust my recoil. So basically what it gives me is a tiny aim assist. You can boost it up, but if you already have a decent shot, you don't need high settings, so it's just safer. Nobody will know. Okay, and also I'm gonna probably make a quick video on how everybody's cheating in rank, and I'm just gonna prove it basically. Oh, er geht jetzt in Ranked rein und cheatet da, das kann nicht sein. I played yesterday for maybe 4 or 5 hours. I play maybe 6, 7 games. I was gold something. I didn't play at all this season, and I went all the way up to diamond. Okay, so when I opened it today, I just realized I was shadow banned. I'm just out in the Activision. I don't really care if they banned this account. It's just a alt account, but I'm still gonna join it too. So I got shadow banned. Okay, er hat gestern Ranked gespielt anscheinend, zu dem Zeitpunkt, und hat anscheinend seinen ersten Shadowban bekommen. So basically what I'm gonna do, for me, it's always been 7 days. Some people say 6 days, 5 days, 3 days, 2 days. For me, it's been 7, right on time. I found Ben tonight at 6 p.m. It's gonna go to next week, 6 p.m., right on time. So what I'm gonna do is next week, I'm gonna come back, and I'm gonna pay maybe for a couple more hours, and I'm literally just gonna go all the way up to Crimson and Reticence probably. It goes really, really fast. Ja,
Er cheatet und sagt, er macht halt, wenn er einen Shadowban hat, macht er einfach Pause. Er macht einfach Pause und spielt danach weiter, wenn der Shadowban weg ist. Weil er wird anscheinend nicht full gebannt, wird nur geshadowbannt, weil er quasi detected wird, aber wird nie komplett weggebannt. Weil das halt auch, er macht es halt auch clever. For me Leider. personally, Das that's ist like when I halt get shadowed on insane. ranked. I think it's because yesterday was kind of crazy. Usually I never get shadow on ranked. I'll get shadow in Warzone after Okay, er sagt, in Warzone wird er geshadowbannt, aber das war sein erster Shadowban in Multiplayer Ranked. 2 to 3 days. Crazy. Rank, it's the first time. You just do that type of shit. So when you see somebody cam monitor like that, trust me, they're cheating. Er sagt, wenn jemand so eine Monitor-Cam hat, die so close ist, cheaten sie. So this is basically just a monitor cam, but everybody's using this for Warzone. Ranked, everything. On Warzone, you're gonna get shadow ban, I'd say every 2 to 3 days, unless you like go crazy. But every 2 to 3 days. So all you need is 3 accounts, so you can rotate. Er sagt, man wird geshadowbannt alle 2 bis 3 Tage. Und deswegen braucht man mehrere Accounts, also 2 bis 3 Accounts, weil man so 2 bis 3 Tage gesperrt wird, um dann natürlich die Accounts zu switchen. Das ist halt. So I get shadowed, I get on my second account. Ja, er sagt, wenn er geshadowbannt ist, er wechselt einfach den Account, wartet, bis der Shadow von dem anderen Account weg ist und spielt dann damit weiter. I got an account with Steam and another account with Battle.net. Das ist You crazy. get on the second, third account, and then you just rotate every time the shadow ban get lifted because they're all gonna get lifted. There's no anti-cheat at all whatsoever. So people that say that they got shadowed and I got my account back, I keep getting shadowed non-stop, can always get my account back because they cannot find anything. Because there's nothing to be found. They're not looking for anything. But, so there's no anti-cheat. It's not a thing. Even worse is that many of these cheats have been undetected for more than a year. And in this case, only result in shadow bans after like 7 days. Nothing's found and they get the account back. And they Also was ich wirklich sagen muss, das ist crazy. Der Mann cheatet hier im Gameplay-Hintergrund eigentlich die ganze Zeit full rein. Er macht es nicht so ultra auffällig, aber er hat Walls an. Er hat die Pings auf der Minimap an, plus diesen Aimbot, beziehungsweise Aim Assist quasi, den leichten Aim Assist Aimbot für Maus und Keyboard. Und man sieht es nicht auf dieser Monitor-Cam hier. Das ist halt insane. They continue to cheat on that same account. Here, you can see that he uses about 4 accounts that he cycles out. When one of the accounts gets shadow banned, he just gets on one of the other accounts and plays on that one until it gets shadow banned. And then once the other account gets unshadow banned, he plays on that one again. Which means the shadow ban system isn't effective at all in stopping the cheating problem. These cheats Ja. are so undetected. Man sieht es hier, auf der Monitor-Cam von weitem weg, man sieht es nicht. Und hier, man sieht das. Man sieht die Gegner quasi als Pings. He can use them to play ranked play and make it into the top ranks in ranked play. The anti-cheat isn't what it claims to be, and it definitely isn't effective. Other games actually detect Call of Duty Crazy. cheats better than Call of Duty does. So as soon as you're done with the Warzone X, you need to reset right away. First thing I do, I leave the game open and I don't even close the game. I just hit this and restart right away. And not one day I didn't. And an hour later, just come play Apex. I tried to queue in one game. I queued, I didn't even touch the ground, and I got a permaban for cheating. No way. Das ist ja geisteskrank. Also quasi EA, also mit Apex, hat detected, dass er gecheatet hat in Warzone, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber bevor er quasi die erste Runde wirklich gespielt hat, wurde in Apex permabannt. Weil er in Call of Duty Cheats anhat, beziehungsweise Cheats da war, am Start waren auf seinem PC. Sign in or whatever anymore. I just completely disable. Or whatever. Back to the gym ban. Doesn't say any reason. Das ist ja geil. Also, dass andere Games quasi die Cheater von Warzone detecten, ist wirklich insane. Easy anti-cheat Apex detected Warzone Act after, I'll say, 2 to 3 minutes. I've been playing on Warzone for 2 years. He then goes on to explain that many people are cheating in higher ranks of ranked play and in tournaments and through the rest of the Call of Duty scene, and I kind of believe him. Cheating in Call of Duty is worse than we thought.
We all need to just accept that and admit that. And we need a real solution to the problem. The anti-cheat clearly doesn't work, and now we can't even tell who's cheating and who isn't. And that's a problem. I can't stress enough how much we need to voice our... Man sieht's hier ganz leicht, warte mal. Doesn't work. Wenn man And hier now we can't even hinschaut, tell who's cheating and who isn't. And that's a in der problem. Killcam, I eine can't Sekunde. stress enough how much we Man sieht's hier ganz leicht, okay, man sieht's echt schwierig. Aber man sieht die Walls so ganz leicht, wenn man wirklich nah mit der Kamera dahin geht. need to voice our concern over this to Call of Duty and its Crazy. studios, because the cheating problem is only going to get worse until something happens quickly. Much like the rest of you, I have a lot of love for the Call of Duty community, and I really enjoy playing this game. And sometimes we forget how powerful that our voice can be when we use it together. Speak up, but let's keep our humanity here, and then maybe we can be heard and get our game back. I hope you all enjoyed the video today. Crazy, sehr gutes Video, sehr gutes Video. Feel free to stop by my live stream where we can talk about Ja, Caps auf jeden Fall auschecken. you guys in the next video where we'll talk about a better rank system for Warzone. Komplett auschecken. Also Caps, sehr gutes Video. Boah. Also man hat gesehen, wenn man es wirklich richtig macht und clever macht, wie leicht es ist, auch mit Monitorcam und so, den ganzen Stuff, den man natürlich oft macht in Turnieren und Wagers und so, immer noch nicht aufzufallen, wenn man cheatet. Das ist insane. Also schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Es wird die nächsten Tage noch einige Reactions und Gameplays hier auf dem Kanal geben, deswegen lasst ihr gerne ein Abo da, lasst mir gerne Feedback da. Wie gesagt, solche Videos wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Checkt Caps aus und ja, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.